Willkommen zu einem neuen Tutorial auf dem Streamities Kanal. Ich zeige euch heute in wenigen Schritten, wie ihr mit Hilfe von Streamities euren eigenen Live-Counter erstellen könnt. Um euren eigenen Live-Counter zu erstellen, benötigt ihr ein Konto und müsst dann auf die Schaltfläche Live-Counter erstellen klicken. Im ersten Schritt wählt ihr dann euren Widget-Namen. In dem Fall lassen wir es mal auf My Live Counter. Im zweiten Schritt wählt ihr dann eure gewünschte Plattform, ob ihr dann beispielsweise eure Live-YouTube-Abonnenten bzw. eure Live-Twitch-Follower angezeigt haben möchtet. Wir wählen hier als Beispiel mal YouTube und im dritten Schritt wählen wir unsere gewünschte Vorlage und versichern, dass wir keine Urheberrechte bzw. andere Rechte verletzen und klicken dann auf OK. So, jetzt haben wir schon unseren eigenen Live-Counter erstellt und können das Ganze noch bearbeiten. Wir können hier jetzt noch andere Vorlagen auswählen, aber wir bleiben jetzt mal bei Vorlage 1 und passen das Ganze an. Bei Avatar können wir die Bild-URL bearbeiten, das geht ganz einfach, indem wir auf unseren gewünschten YouTube-Kanal gehen, dann auf unser Profilbild klicken, Rechtsklick und dann klicken wir auf Bildadresse kopieren. Jetzt hat sich in die Zwischenablage unser YouTube-Avatar kopiert und packen das Ganze in die Bild-URL ein, indem wir einfach alles markieren, Rechtsklick, einfügen und tada, wir haben unseren gewünschten YouTube-Avatar. Unter Anzeigename können wir dann noch unseren gewünschten Namen bearbeiten. Wir nehmen jetzt als Beispiel YouTube Gaming. Jetzt sehen wir, dass es ein bisschen nach unten verrutscht. Das liegt daran, weil die Breite nicht groß genug ist. Wir machen das ein bisschen breiter. Und können dann noch gerne die Schriftart wählen, beziehungsweise die Schriftstärke. Seht ja, ich will das auch ein bisschen breiter ziehen. Ist aber kein Problem für uns. Und wählen noch gerne eine Schriftart aus. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Indieflower, weil es sieht eigentlich sehr sick aus. Und können dann noch viele weitere Einstellungen tätigen. Als Beispiel können wir dann noch den Rahmen unten, also das Gepunktete unter dem Namen, können wir dann noch auf gestrichelt setzen. Wir können es auf durchgezogen, auf doppelt. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Wollen dann noch die Schriftfarbe wählen. Das ist hier oben. Also ihr seht wirklich, es gibt so viele Möglichkeiten, die ihr bearbeiten könnt. Und nutzen, ich erkläre euch einfach ganz simpel, wie ihr euch einen Live-Counter erstellt. Ein paar Sachen. Aber ihr könnt euch einfach mal ein bisschen austoben bei den ganzen Einstellungen, um einfach euren eigenen Live-Counter ein bisschen besser zu gestalten. Zum Beispiel in der Abonnentenzahl können wir dann noch auch die Schriftart wählen. Dann nehmen wir einfach mal auch Indieflower. Ihr seht jetzt, das ist so ein bisschen verrückt. Das können wir dann beheben mit dem Zeichenabstand, indem wir es bis weit nach rechts schieben. Ja, hier will ich mal die Schriftgröße ein bisschen größer haben. So, Schriftstärke passt eigentlich. Und dann wollen wir noch eine Farbe auswählen. Nehmen wir mal so ein Knallrot. So, dann gibt es noch den Hintergrund, da können wir auch noch eine Menge bearbeiten, indem wir, ja, gehen wir einfach mal hier unten zum Rahmen und setzen einfach ein paar verschiedene Rottöne, wenn es überhaupt Rottöne sind, aber ein paar verschiedene Farben und seht, dass wir halt wirklich so viele Möglichkeiten haben, das Ganze zu bearbeiten, damit es einfach nach unserem eigenen Live-Counter aussieht. Und tada, wir haben jetzt schon unseren eigenen Live-Counter erstellt. Müssen wir nur noch abspeichern, kopieren dann die Embed-URL, dann gehen wir in unsere Streaming-Software, in dem Fall empfehle ich OBS Studio, drücken in Quellen dann Rechtsklick, hinzufügen und Browser, drücken dann auf OK, fügen dann in URL unsere kopierte Embed-URL hinein, wählen als Breite 320 und als Höhe 100. Breite und Höhe variieren je nachdem, ob ihr jetzt euer Template, das ihr verwendet habt, größer oder kleiner gezogen habt. Bei den bereits vorgefertigten Templates, wenn ihr dann nichts an Größe oder Breite, an Höhe etc. geändert habt, bleibt das Ganze gleich. Drücken dann auf OK und zack, wir haben in unserer Streaming-Software unseren Live-Counter reingepackt und können das Ganze jetzt noch verschieben, beliebig, so wie wir das gerne haben möchten. Das war's dann schon mit dem Tutorial.
Ich hoffe, euch hat es weitergeholfen. Falls irgendwelche Fragen oder generell Anregungen auftreten, schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Ciao.